expectations shaken by the past. Traveling between few stations, nothing seems to last. Trying to take a picture of me, always so exposed. Blinded by the world around, impulses overdose. No chance to erase, no chance to improve. Caught between the sheets, forced to fill the grooves with new lines, new plans, new times, good ends. Oma, ja, wo kommen die gefüllten Beine? Dort, schau mal dort. Es ist nicht so einfach, okay? Hallo. Ah, Sie haben sich hereingetraut. Ja, war dann doch nicht so schwierig. Also ihr habt ja eine unglaubliche Auswahl hier. Und das kommt alles aus Syrien? Nein, nein, das ist aus dem ganzen arabischen Raum. Vieles wird aber auch in Europa produziert. Das gibt's ja jetzt überall. Soll ich Ihnen ein paar Sachen zeigen, die Ihnen bestimmt schmecken? Ach, das wäre ja toll. Du kannst übrigens Jutta zu mir sagen. Und dann da einfach? Mhm. Wir haben hier einmal Gewürz. Ja? Rosa Pfeffer, das habe ich ja noch nie gesehen. Zum Beispiel hier ist Kurkuma. Führt in jedem arabischen Gericht drin. Full of dust, impossible to breathe. Maybe I have to find other places to get my relief. No chance to erase, no chance to improve. Caught between the sheets, forced to fill the groove with new lines, new plans, new times, good ends. Oma, Ja? wie wär's denn, wenn du mir mal zeigen würdest, wie man so richtig arabisch kocht? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Oh, entschuldige, ich wollte dir nicht zu nahe treten. Nein, nein, so meine ich das nicht. Ich meine nur wegen Kim. Ich habe doch gemerkt, dass ihr nicht so richtig befreundet seid, oder? Nicht so wirklich. Ich glaube, Kim mag mich einfach nicht. Ihr hattet einfach nur einen schlechten Start. Ich glaube, ihr würdet euch ganz gut verstehen. Schwer zu glauben, aber wer weiß. Wie wär's denn, wenn du heute Abend nach Feierabend kommst? Ja, okay. Und mach dir wegen Kim keine Sorgen. Das wird schon noch mit euch. Ja, okay. Ja. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für den Einkauf. Kann man nur so eine Kartoffel sehen. Hast du meine rote Bluse gesehen? Kannst du mal bitte anklopfen? Für den Fall, dass du mal nicht vorm Laptop rumhängst. Sehr witzig, ich muss lernen. Ach, Kim, ganz ehrlich. Seit 2 Wochen hängst du nach der Schule nur noch zu Hause rum und gehst gar nicht mehr weg. Was ist denn mit deinen Freunden? Oder Tanz AG? Ich gehe nicht mehr zum Tanzen. Mit der Schule bin ich eh bald fertig und dann vergessen mich ja alle. Kein Grund, nicht mehr in der Gegenwart teilzunehmen. Kann ich mir die mal ausleihen? Kimi. Mach doch mal wieder was mit Ronja. Ich muss jetzt noch mal los. Kannst bei Oma essen. Sie erwartet dich. Und mach's Fenster auf, hier müffelt.
Seit wann isst du so ein Zeug? Probier mal. Das schmeckt lecker. Übrigens habe ich mir neulich in dem Laden gegenüber vom Opernhaus so einen Shawarma oder so gekauft. Du, ein interessanter Geschmack. Ja, okay. Kim, du weißt doch, dass du immer mit mir reden kannst, wenn irgendwas ist, ja? Ja, weiß ich. Guck mal, das lag neulich beim Friseur. Die machen einen Kurs in Ausdruckstanz. Wäre das nicht was für dich? Habe ich schon bei Insta gesehen. Ist bestimmt ganz cool. Willst du dich da nicht mal anmelden? Ich glaube, da bin ich leider zu schlecht für. Also wenn du zu schlecht dafür bist, dann darf da ja niemand mitmachen. Kim, ist irgendwas? Nee, ist alles gut. Ich kenne dich doch. Du ziehst dich in dich zurück. Du gehst nicht mehr zum Tanzen. Gerade noch so in die Schule. Das bist doch nicht du. Hast du mit Mama geredet oder was? Ja. Deine Mama hat gerade nicht sehr viel Zeit für dich. Ja, keine Zeit für mich, genau. Sie muss ja leider so viel feiern gehen. Ich bin froh, dass sie das wieder macht. Sie hat auch eine schwere Zeit hinter sich. Ja, musste sich ja mit 17 schwängern lassen, die Arme. Sorry, dass ich ihr Leben zerstört habe. Also Kim, du weißt genau, dass ich das nicht meine. Darf man nicht einfach mal einen schlechten Tag haben? Es ist halt nicht immer alles fantastisch und total super. Aber das bist doch nicht du. Kim, du bist seit vielen Tagen in so einem Dämmerzustand. Das ist doch nicht normal. Was ist denn bitte normal? Na, dass du wieder Freude am Leben hast, so wie früher. Es ist halt nichts mehr so wie früher. Ich bin nicht mehr die kleine süße Pippi, die dir so wünscht. Danke für den Tee, aber ich muss los. Kimi, aber Kimi, so war das nicht gemein. Was machst du denn hier? Ich wollte nur... Ich hab ihn eingeladen. What the fuck? Kim, ist doch mit uns. Du kennst Omar nur noch nicht gut genug. Ihr würdet euch bestimmt verstehen. Anscheinend versteht ihr beiden euch super. Guten Appetit. Soll ich lieber gehen? Nein, nein, komm rein. Was mit deinem sowieso ist es interessiert sich mehr. Ich weiß überhaupt nicht, was mit ihr los ist. Sie war immer so lebenslustig, so neugierig und jetzt komme ich überhaupt nicht mehr an sie ran. Ich kenne sie zwar erst ein paar Wochen, aber sie war immer so. Wie meinst du das? Ja, ich glaube in der Crew, also mit ihren Freunden, ich glaube, da gibt es Stress. Ach, das ist doch in diesem Alter was ganz Normales. Sie hatte schon immer ihre Phasen, aber so doll. Was gibt's denn Schönes? Ich mache Kibbe, das sind Kugeln aus Burrol und verschiedenen Füllungen. Ah, sowas wie Klöße. Klöße. Hä? Kenn ich nicht. Kennst du nicht, das ist das deutsche Gericht. Kommt aus Thüringen. Ich muss dir das mal machen. Ja, gerne.
Ach so, eine Schüssel und ein Sieb? Hab ich. Einmal. Oma, kocht ihr in eurer Wohngemeinschaft auch? Eigentlich nicht. Ich kenne da auch nicht viele Leute. Hast du denn da gar keine Freunde? Nee. Ich will mit denen auch nichts zu tun haben. Ich bin lieber mit Deutschen zusammen. Ach je, das muss ja furchtbar sein, hier so allein zu sein. Naja, ich habe mich an das Leben in Deutschland gewöhnt. Das ist besser als Krieg. Ja, wohl wahr. Wir mussten damals auch fliehen, aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Wirklich? Nach dem Krieg in Deutschland? Ja, meine Eltern lebten in Ostpreußen, was heute Polen ist. Und als die Russen kamen, da mussten wir ganz schnell weg. Das war bestimmt schrecklich. Naja, mit dem Pferdewagen durch den tiefsten Schnee. Aber wie gesagt, daran kann ich mich nicht erinnern. An die Zeit danach, da kann ich mich erinnern. Da mussten selbst wir Kinder hart mitarbeiten und keiner konnte uns leiden. Obwohl das auch Deutsche war? Ja, aber es war nicht das Gleiche. Wir waren nämlich Flüchtlinge. Die waren froh, wenn wir ganz schnell wieder weg waren. Wie bei uns. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, du kannst Zwiebeln schneiden. Mach ich. Oma, möchtest du über deine Flucht erzählen? Aber nur, wenn du möchtest, ja? Klar. Ja? Das war so, wir sind am Anfang von Syrien zur Türkei geflohen. Aha. So von der Türkei nach Griechenland sind wir mit einem Schlauchboot dorthin gekommen. Also in einem Schlauchboot haben eigentlich immer 20 Leute reingepasst. Wir waren halt 40 Leute. Ach Gott. Da haben die gesagt, sobald man sich nur ein bisschen bewegt, kippt das Boot um. Und dann war es das für uns alle. Ich lag einfach nur so da wie so ein Brett und habe mich halt so gar nicht bewegt. So. Und auf mir lagen auch so Menschen, Koffer, alles Mögliche. Ja. Also das Erste, was mich so auch wirklich fasziniert hat, war halt ein Einkaufswagen. Ich kannte das ja nur so aus Kinderserien. War so voll fasziniert, so was, ein Einkaufswagen, wie cool ist das denn? Und dann gab es den auch noch in verschiedenen Größen. Und dann, als ich auch im Laden war, da gab es dann Cornflakes und sowas, kann ich auch nur aus Kinderserien. Ich so, was, Cornflakes? Wie cool ist das denn? Wollte direkt alle Sorten probieren und so. Ja, doch, das war... Doch. Unsere Wege haben sich dann getrennt auf dem Weg nach Deutschland. Ja. Und dann war ich nur mit meinen 2 älteren Cousins. Aber die waren ja beide über 18. Ja. Und deswegen durften sie nicht im Heim bleiben. Ach. Und deswegen mussten die in eine eigene Wohnung. Aha. Und ich bin alleine dann in Magdeburg Und die zurückgeblieben. durften dich nicht mitnehmen in die Wohnung? Nein. Das ist ja wirklich lecker. Du bist ein ausgezeichneter Koch. Dankeschön. Ich koche super gerne. Weißt du eigentlich, was du mal werden willst? Nicht so richtig. Wie wär's denn mit Koch? Naja, dafür brauche ich erstmal einen Abschluss. Könnte schwierig werden. Ah, läuft nicht so gut in der Schule? Geht so. Mathe ist schlecht. Die Lehrer mögen mich nicht. Ich weiß nicht, ob man als Koch unbedingt Mathe braucht, aber mach dir doch wegen der Lehrer keinen Stress. Wenn du gute Leistungen zeigst, dann müssen sie dir auch gute Noten geben. Eigentlich bist du doch ein cleverer Kerl. Ja, natürlich. Ist das etwa okay? Ja, aber Gott sei Dank steht sie an der Seite, damit man ihr Gezappel nicht so sieht. Doch gleich viel besser. Oh, guck dir das mal an, wie schön das aussieht.
egal, wo ihr das herbekommt. Wird in Magdeburg doch wohl nicht so schwer sein. Ich habe keinen Bock, immer einen auf Versorger zu machen. Komm mal runter. Ich rufe halt nochmal Radar an. Ja. Vielleicht hat er immer wieder gutes Zeug da. Ja, Das wird schon. wird schon klar gehen. Alles cool? Ich schwöre, die regen mich alle richtig auf. Nichts kriegen die alleine hin. Ja, weißt du, warum hilfst du eigentlich? Mit dir kannst du nicht gehen, weißt du? Kennst mich doch. Ich bin doch für alle ja Freund und Helfer. Ja, der Engel des Viertels oder was? Der Engel des Viertels. Und schon ruft der Teufel an. Dein Dad? Ja, wer sonst? Fragt sich bestimmt, was mit seinem Whisky passiert ist. Hey Luis! Alter Kolja, ich hab dir gesagt, das ist mir Spiegel warte ich, okay? Das war ein Missverständnis. Hab ich was anderes gehört, Mann? Das Scheiße mit 200 Euro. Hey, entspann dich mal, Großer. Er hat gesagt, er war's nicht. Hä? Alter, 200 Euro, so viel ist dein Dreckskarren nicht mal wert. Ja, und jetzt verpisst euch mal ganz schnell von hier, ja? Bevor ich noch meine Manieren verliere. Wir sehen uns auch, Luis. Ey, verpiss dich, Digga! Arsch. Ohne Spaß, beim nächsten Mal haust du dem eine rein. Macht immer so einen auf Eisenhart, Alter. Lächerlich. Sag dir, wie das ist, weißt du? Ich hatte den neuen Spiegel wieder abtreten. Das sollst du vielleicht machen. Ja. Ey, du Diggi, ich muss dann auch los. Wo wir uns heute an? Safe, Digga. Kommst du rein? Aus der rein. No chance to